Hallo, hier bin ich wieder, die Anne Bross von Anne Bross Kunst, eurem Kunstkanal. Heute möchte ich ein schönes Bild aus Strandgut anfertigen. Dazu brauche ich natürlich gewisse Sachen, die man am Strand finden kann, wie Muscheln und dergleichen, Kordeln. Und jetzt habe ich mir ein Blatt Aquarellpapier hingelegt, das ja eine gute Stärke hat, und nehme mir Acrylbinder als Kleber und versuche da eine dicke Kordel aufzulegen, um daraus Formen zu drehen, und dann wird das mit Acrylkleber bestrichen und stellt dann Strandgut dar. Da möchte ich verschiedene Sachen auf dem Blatt aufkleben. Das gestaltete sich allerdings ein bisschen schwierig, weil diese Schnur, diese Kordel war doch sehr widerspenstig. Und da habe ich eine Schneckenform gedreht aus dieser Kordel, aber mit entsprechend viel Acrylbinder konnte ich die dann ganz gut bändigen. Und jetzt mache ich das Gleiche mit den Muscheln. Das sind echte Muscheln und die stammen auch von einem Strand. Die arrangiere ich jetzt auf diesem Blatt, damit es dann eine Komposition dieses Strandgutes ergibt. Seid hier wirklich nicht sparsam mit dem Acrylbinder, denn sonst besteht die Gefahr, dass die Sachen vom Bild herunterfallen. Nun habe ich mir aus dieser Kordel noch einzelne Fäden gezogen, die ich hier ebenfalls aufklebe, denn es liegt ja nicht alles ordentlich am Strand, sondern Wind und Wetter haben diesen Sachen zugesetzt. Die haben sich zum Teil zerzaust, so wie diese Kordel, und liegt dann einfach auf dem Strand und wird da immer wieder vom Wasser angespült, und ungefähr so eine Situation möchte ich darstellen. Wenn ihr selber schon mal im Urlaub am Strand gewesen seid, dann haltet ihr bestimmt auch immer Ausschau, was liegt da so herum. Ist da was Interessantes dabei, was ich vielleicht sammeln kann, was ich nach Hause mitnehmen kann? Und das sind immer dankbare Objekte, mit denen man hinterher kreativ werden kann, so wie ich hier. Ich habe mir jetzt noch ein bisschen Alufolie dazu genommen. Auch solche Sachen, muss ich sagen, findet man leider am Strand. Leider deshalb, weil das ja Müll darstellt, und man sollte das dann bitte im Müll auch entsorgen, wenn man das nicht so macht wie ich, dass ich das weiterverwende und dann eben ein Kunstwerk daraus kreiere oder es zumindest versuche. Ja, und auch einzelne Schnurstücke werde ich hier verwenden und klebe sie gut fest. Nehmt dazu ruhig so einen dicken Borstenpinsel, der eignet sich da am besten dafür.
weil er viel von diesem Acrylbinder als solchen aufnehmen kann. Und hier habe ich zum Beispiel die Enden ein bisschen auseinander gezupft von der Kordel und klebe das jetzt hier auf das Blatt auf. Unter anderem habe ich noch so Stoffstücke gefunden, die ganz gut dazu passen, weil die aus einem groben Gewebe sind. Und jetzt schaue ich mal, ob ich da noch so ein Plastiknetz hernehmen kann. Das passt ganz gut dazu. Das sieht aus ein bisschen wie so eine Art Fischernetz. Das habe ich hier ebenfalls zu den anderen Fundstücken arrangiert. Der Trend geht ja auch Gott sei Dank dazu über, dass man eben diese Müllansammlungen an den Stränden bekämpft. Und da möchte ich auch ein Zeichen setzen. Dieses Bild soll auch ein Zeichen sein gegen den Müll an Stränden und im Meer. Denn ich finde, da muss die Menschheit eben etwas tun und das alles einsammeln und wieder verwenden auf der einen Seite oder eben dem Recyclingprozess zuführen. Oder es gibt eben Künstler, so wie mich, die dann aus diesen Produkten, die da achtlos weggeworfen wurden, auch wieder etwas Neues zaubern können. Und jetzt habe ich mir ein Stück Butterbrotpapier, das ein bisschen größer ist als dieses untere Blatt, hergenommen. Und das werde ich jetzt auf diesem ganzen Arrangement aufkleben. Da kann ich nur stückweise vorgehen, weil das doch ein bisschen sich kompliziert gestaltet. Es sollen ja nicht zu viele Falten drin sein. Es macht zwar nichts, wenn sich das Papier faltet, aber es ist sehr gut geeignet, um das alles zu überdecken. Und weil es eben aufweicht, wenn der Kleber dann hinkommt, passt sich dieses Butterbrotpapier hervorragend an diese Formen an. Das habe ich zuerst auch nicht gedacht, aber es geht wunderbar. Man kann das mit den Fingern über diese ganzen Formen drüber ziehen und festkleben, und das hält dann dieses Strandgut fest. Da kann also dann am Ende tatsächlich nichts mehr herunterfallen. Das ist ja auch Sinn der Sache, denn ich möchte ja dieses Bild natürlich an die Wand hängen später, ist ja logisch. Und deshalb muss man sich da genügend Zeit nehmen. Ihr seht schon, ich habe das Video jetzt in der 6-fachen Geschwindigkeit am Laufen, weil es ein sehr langes Video geworden ist, was insgesamt, glaube ich, so 100 Minuten ungefähr hatte. Und da dachte ich mir, das
wollt ihr euch dann nicht in Realtime anschauen, dann ist es euch zu langweilig und deshalb habe ich das jetzt stark eingekürzt. Und ihr seht schon, das läuft jetzt ziemlich flott und doch muss man immer darauf bedacht sein, dass man sich hier viel Zeit nimmt in echt und bis dann wirklich die ganzen Formen auf dem Blatt haften, bis dann dieses Papier, was oben drüber als Schutzfolie sozusagen gelegt wird, dann auch alles bedeckt und einschließt. Das hat echt lange gedauert, ich sag's euch. Das war schon eine Mordsfummelei und eine Mordsarbeit und alles für euch, liebe Zuschauer, denn ich denke ja immer an euch, was kann ich euch jetzt Neues bieten? Und jetzt habe ich bei dieser einen Muschel festgestellt, die ist ziemlich erhaben. Da muss ich noch mal ein Stückchen Papier drüber kleben, damit es auch bombenfest hält. Ich habe ja die Formen trotzdem da durchscheinen, weil das Butterbrotpapier ja als solches in einfacher Ausfertigung ziemlich dünn ist. Und da kann man ruhig dann so 3, 4 Schichten drüber kleben, so ungefähr wie bei diesen Pappmaché-Werken, falls ihr euch erinnern könnt. Ihr habt das bestimmt in eurer Schulzeit im Schulunterricht auch mitgemacht und dann solche Arbeiten aus Pappmaché angefertigt. Ja, jetzt streiche ich das alles fest und lasse das trocknen. Habe mir dann auf meinen Teller eine blaue und eine grüne Farbe draufgegeben, Acrylfarbe, versteht sich, um jetzt das Bild zu bemalen. Denn es ist ja ein Mixed-Media-Werk, einmal weil ich dieses Strandgut hier verwendet habe, zum anderen soll es natürlich malerisch vervollständigt werden. Das mache ich eben hier in Acrylmalerei. Das Meer ist ja blau und grün und auch weiß ist mit dabei, wenn dann zum Beispiel die Wellen kommen, die Gischt hochspritzt, dann ist es ja so ein weißer Schaum und genau diese Farben möchte ich jetzt hier reinbringen, aber zunächst einmal mit Blau und Grün wird das ausgearbeitet mit dem gleichen Pinsel, den ich vorher auch schon benutzt habe. Das ist ja ein mittelbreiter Pinsel, Flachpinsel. Mit dem führe ich jetzt die Malerei aus. Lasse mir da auch genug Zeit, um einfach diesen Grundton herzubringen und dieses Wasser darzustellen, dass dieses Strandgut an den Strand gespült hat und auch immer wieder kommt, wenn es dann wieder überflutet wird von dem Meerwasser. Und das lässt sich hier wunderbar darstellen.
Ihr braucht da sehr viel Geduld dazu. Gerne ruhig ein bisschen mehr von der Farbe gleich auf die Palette drauflegen, denn es wird ja doch etliches an Farbe benötigt für dieses große Blatt. Streichen, auch bei diesem Netz, was ich aufgeklebt habe. So, dann kann ich das auch mit dem Pinsel versuchen, dass da wirklich nur das Netz davon berührt wird oder eben diese Muschelformen noch ein bisschen mehr herausarbeiten. Ich habe es jetzt einfach mit dem Pinsel versucht, ob das vielleicht besser herauskommt. Also manche Sachen ja, aber bei diesen Schnuren geht es eigentlich besser mit dem Finger. Aber das ist euch überlassen. Das könnt ihr selber austesten, wie kommt es am besten raus. Ihr könnt mit dem Finger malen, das ist doch eine ganz einfache Geschichte, das machen auch Kinder, die langen ja auch gerne immer mit den Fingern in die Farbe und das kann man bei den Acrylfarben auch wunderbar so vornehmen. Und man braucht auch keine Angst haben, dass das nicht mehr runtergeht. Das wird einfach mit Wasser wieder angelöst und schon ist es wieder runter von den Fingern. Das ist überhaupt kein Thema bei diesen wasserlöslichen und ungefährlichen Farben. So, noch ein wenig mit dem Pinsel wieder drüber gehen. Ja,
Das sieht ja schon mal ganz interessant aus. Ja, das ist doch schon mal sehr schön geworden insgesamt. Die höchsten Stellen werde ich jetzt noch weiter mit der weißen Acrylfarbe betupfern und bestreichen, denn ich habe da noch was anderes im Sinn. Das werdet ihr dann später sehen, wie es dann weitergeht. Also dieses Bild war schon eine sehr, sehr lange Prozedur, ein langer Arbeitsprozess. Und ihr braucht auch langen Atem, um euch das anzuschauen, denn das dauert ja schon einige Zeit lang, dieses Video. Trotz aller Kürzungen. Aber es freut mich, wenn ihr das intensiv mit anschauen könnt, euch daraus was nehmen könnt, etwas lernen könnt. Hier habe ich gerade eine Tube aufgemacht mit einer grünen Metallic Acrylfarbe. Das ist so ein Moosgrün Metallic, passt auch wunderbar in dieses Arrangement von Blau und Grün. Und das gebe ich jetzt über die vorher weiß angemalten Formen. Dieses Weiß bildet den Untergrund, deshalb habe ich das auch aufgetragen. Und wenn ich jetzt da drüber diese andere Farbe lege, dann tritt es alles plastisch hervor. Und gerade dieser metallische Glanz, der sieht wunderbar aus.
Das hat so ein Glitzern, denn wenn ihr euch vorstellt, die Sonne strahlt auf den Strand und da sieht man dann das Strandgut liegen und es bekommt dann so ein Glitzern an der Oberfläche. Das finde ich immer sehr interessant. Und manchmal, wenn das schon längere Zeit dort liegt, dann ist ja so eine Art Algenschicht darüber. Und das soll so etwas in der Richtung eben darstellen. Jetzt habe ich noch eine zweite Metallic Acrylfarbe. Die ist mehr mittelblau bis türkis eigentlich schon. Und die streiche ich da auch drüber. Passt ebenfalls mit in dieses Farbarrangement der Blau- und Grüntöne. Denn das Kunstwerk, das lebt ja dann von diesen Farben, die ich verwende. Und es soll ja dem Motiv angepasst sein. Eine dritte Acryl-Metallic-Farbe in einem hellen Grün. Die trage ich so im oberen Bereich auf, wo das Bild insgesamt heller ist. Ja, und wie ihr seht, ich mache viel mit dem Finger hier bei diesem Bild, weil das einfach vom Prozess her, vom Arbeitsprozess her dazu passt. Durch die plastischen Elemente, die man da bearbeiten muss. Jetzt habe ich einen Pinsel und trage eine silberne Acrylfarbe auf. Auch wieder eine Silberglanzfarbe. Das macht das Ganze sehr edel und schön. Und da betone ich jetzt die Muschelformen damit, weil mir das eben sehr gut gefallen hat, die Muscheln dann in Silber hier darzustellen. Auch über die Netzstrukturen gehe ich ganz wenig und ganz leicht darüber mit dieser silberfarbenen Metallic-Acrylfarbe, aber nur in Teilbereichen, also nicht überall. Das sollen ja die Highlights darstellen der ganzen Komposition.
Jetzt habe ich noch ein Blau mir hergesucht. Das hat so Glitterelemente in Silber innen drin und damit überziehe ich dann auch so kleinere Flächen und diese winzigen Silberglitterplättchen, die glänzen dann auch noch mal sehr schön, wenn das Bild dann an der Wand hängt und von Licht vielleicht angeleuchtet wird, falls ihr das eben an so einer Leiste hängen habt, die speziell für Gemälde gedacht ist. Und da hat man meistens so Lichtspots, die dann auf das Bild runter zeigen und das Bild in einem Licht darstellen. Und dann kann man diese Metallfarben und Glitterfarben hier bewundern, weil es dann zum einen erstrahlt und zum anderen auch schön glitzert. Und gerade bei diesem maritimen Motiv hat mir das wunderbar gefallen. Das hat eine sehr gute Wirkung an der Wand eben auch. Ihr werdet das später sehen. Ich zeige euch dann ganz am Schluss dieses Beispiel, wie das Bild, das fertige Bild dann an der Wand hängt. Deshalb bleibt bis zum Schluss dran. Das wird sehr spannend für euch anzuschauen, wie dann diese Raumwirkung ist. Das ist für mich eigentlich als Künstler ausschlaggebend. Wie sieht es dann am Schluss an der Wand aus? Das möchte ich euch auch zeigen und deshalb füge ich das in den meisten Fällen am Schluss des Videos ein, damit ihr euch das vorstellen könnt und vielleicht habt ihr Lust, mal ein Originalbild bei mir zu bestellen. Schreibt mir einfach und ihr könnt, wenn es noch vorrätig ist, es ist ja immer ein Original, ein Unikat und ein Einzelwerk, das ich herstelle. Wenn es noch da ist, könnt ihr das jederzeit erwerben, wenn ihr sagt, das möchte ich in meiner Wohnung hängen haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch meldet bei mir. So, die Silberfarbe kommt jetzt da auch noch mal zum Einsatz. So gewisse Bereiche bestreiche ich noch mit diesem Silberakzent. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, also im Wohnzimmer oder auch in einem Büro von euch würde das ganz grandios ausschauen. Wenn ihr selber so Meer und Sonne und Strand liebt, dann ist das genau das Richtige für euch.
Ja, ich bin jetzt gerade so ein bisschen in der Endphase mit der ganzen Ausarbeitung des Bildes. Ich schaue mir das dann an. Wie gefällt mir das? Ich danke euch fürs Zuschauen. Liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Eure Anne Pross. Ciao.